Shalom and good evening. Shalom und guten Abend. I am blessed to be here in person with Rabbi Shapira today. Es ist ein Segen, hier zu sein mit Rabbi Shapira heute. Welcome to the depths of the Pardes. Und willkommen zur Tiefe des Pardes. Rabbi, you have some very interesting things to share with us about this week's Torah portion. Und Rabbi, du hast sehr interessante Dinge, die du mit uns mitteilen möchtest in der Torah-Portion. I'm excited about this and excited to do it together with you here to go to the Torah portion. Und ich freue mich, das zu tun, auch zusammen mit dir heute Abend und gemeinsam durch die Torah-Portion zu gehen. But before we get into the Torah portion, I want to inform you, to let everybody know that we are one step closer for the release of the Siddur in German. Aber bevor wir in die Torah-Portion eintauchen, möchte ich euch wissen lassen, dass wir einen Schritt näher sind bezüglich dem deutschen Siddur. The Besorah according to COVID-19 is being translated right now to German. Und die Besora, die gute Nachricht gemäß Covid-19, wird jetzt übersetzt ins Deutsche. So we have two projects happening at the same time. So, wir haben zwei Projekte, die jetzt parallel laufen. I believe that by next week we will be able to announce exactly, or probably by next week we should be able to announce how to get the Siddur into German. Und ich denke, dass bis nächste Woche wir euch sagen können, wann ihr den Siddur auf Deutsch erhalten könnt. This is a great moment for our German speaking translation team. Und das ist natürlich ein großartiger Moment für das deutsche Übersetzungsteam. Strong echoing. There is a strong echoing. Just one moment. Nur einen Moment, wir haben hier ein Echo drin, ein starkes Echo. Let us know. We would appreciate if those who are watching us right now, let us know if the echo is a little bit better. Wenn das Echo jetzt besser ist, diejenigen, die da zuschauen, zuhören, lasst es uns wissen, bitte. Yeah, I hope that in 1 minute the issue will be resolved and fixed. Let us know. Keep on. Und ich hoffe, dass in der nächsten Minute oder zwei das Ganze da gelöst werden kann. This is an important time. We are going to release the Siddur in German. Und das ist eine sehr wichtige Zeit. Wir haben den deutschen Siddur, den wir rausgeben. So I'm going to ask all of you to pray for us as we getting ready to release all this great work into the German language. Und ich bitte euch um eure Gebetsunterstützung, während wir dieses großartige Werk in der deutschen Sprache erhältlich machen. They say that the translation have an echo. So I'll go here. Das Echo ist noch nicht ganz weg. Yeah, we will fix it in one moment. Wir werden das hinkriegen. Nur einen Moment. Okay, now the echo should be gone now, and I hope that it's better now. Das Echo sollte jetzt nicht mehr da sein und ich hoffe, es ist jetzt besser mit der Qualität. It sounds better, Rabbi. Yes. Okay, very good. I can hear the echo myself, you see. Yeah. Okay, very good. And we're glad the issue is fixed. We're ready to be in the business of the Torah. Wir freuen uns, dass wir das jetzt hingekriegt haben und wir sind bereit, in die Tora einzutauchen. The shiur today from Beshalach will be related to the Besorah according to COVID-19. Und der Shiur heute von Beshalach bezieht sich auch auf das Buch Die gute Nachricht gemäß Covid-19. I want to remind everybody who have the Kindle that they can get it even today. Those who speak English in Kindle format, and we are also shipping the book, but we will print in Europe the German edition very soon. Die deutsche Edition, die deutsche Herausgabe wird in Europa gedruckt
Aber ihr könnt bereits die digitale Version über Kindle, die könnt ihr bereits haben, könnt ihr euch besorgen. Please continue to pray for all the great work. Und bitte betet weiter für all die großartige Arbeit, die getan wird. I also would like to remind our German audience, German-speaking audience, Ich möchte auch unsere deutschen Zuschauer daran erinnern, that on April the 10th, the day after Yom HaShoah, dass am 10. April, den Tag direkt nach Yom HaShoah, we're going to be holding a worldwide Shacharit in German. da werden wir einen weltweiten Schacharit auf Deutsch abhalten. And Amen. we can't wait to have you with us. Und wir können es kaum erwarten, euch da mit uns dabei zu haben. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amen. We are in Parashat Beshalach this week. Pharaoh finally sending the children of Israel out. Wir sind in der Parascha Beshalach diese Woche und Pharao zu guter Letzt schickt das Volk weg, jagt das Volk weg. Now, Pastor Matt, when we're looking at the entire story of Exodus, Und Pastor Matt, wenn wir die gesamte Geschichte vom 2. Mose anschauen, it's hard to pinpoint the point where the children of Israel actually are being redeemed. da ist es schwierig zu sagen, wo genau diese Erlösung der Kinder Israels stattfand. Where do you see here in this entire story, where do you see the redemption point taking place? How should we view this in the context of this, not just this portion, but the entire book of Exodus? Und wo siehst du den genauen Punkt, wo die Erlösung stattfindet? Und wie sollten wir das anschauen im Kontext, im Zusammenhang des gesamten Buches 2. Mose? And the reason it's so important because the scripture tells us in Micah that the future redemption is as the blueprint of the first redemption. Und der Grund, warum das so wichtig ist, weil im Prophet Micha, da heißt es, dass die zweite Erlösung eigentlich eine Kopie der ersten Erlösung ist. So they're leaving Egypt, but is that the climatic point, or how do you view that as you read the entire story here? Finally, they're leaving Egypt here. So, die verlassen Ägypten zu guter Letzt. Und wie siehst du das? Wo findet da die Erlösung statt? Wie siehst du die Zusammenhänge? I think it would be easy to say that the redemption happened when they were allowed to leave. Ich denke, es wäre einfach zu sagen, dass die Erlösung passierte, als sie erlaubt waren zu gehen. You could even say the redemption took place at Mount Sinai when they were given the Torah. Man könnte auch sagen, die Erlösung, die fand statt am Berg Sinai mit der Toragebung. But as you point out in your book, redemption is a process, and I think it's not fully realized until they enter into the promised land. Aber wie du in deinem Buch beschreibst, ist die Erlösung ein Prozess und sie ist nicht komplett, bis das Volk ins Land eintritt. There's a lesson learned here throughout the process for them. There's a shedding of another layer, of another layer, another layer as they go through this process of Exodus. Und hier haben wir die Lektion, in dem das Volk durch verschiedene Schichten durchgeht, bis sie dann schlussendlich ins Land einziehen. But the reason this parasha is so important Aber der Grund, warum diese Parascha so wichtig ist, because that's what kick off the process. weil das ist das, was den ganzen Prozess in Gang bringt. In the beginning of the portion, they're still in Egypt. They are in the skirt of Egypt. They're about to leave the city limit of Egypt. Am Anfang der Erlösung sind sie immer noch in Ägypten. Die sind ganz am Rande von Ägypten und sie werden da nächstens weggejagt. And in the beginning here in chapter 13, verse 18, and maybe we can read that in German for audience, we're seeing something very interesting. Und hier im Kapitel 13, Vers 18, da sehen wir etwas sehr Interessantes und wir lesen das gemeinsam auf
Deutsch. Da steht, darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Verse 18, yes. Yes. Now, you point out that God taking them round about. He's taking them around and around. Du hast da gesagt, dass Gott sie eigentlich nicht direkt ins Land führte, sondern er führte sie durch verschiedene Stationen. Now, the word here, it's interesting that we look at this word in the Pardes, the roundabout, this word for roundabout. Und es ist wichtig, dass wir eben dieses Wort da, dass sie diese Stationen durchliefen, dass wir dieses Wort anschauen. Vayesev. Vayesev. That's where we get, Pastor Matt, the word sevivon, a dreidel. Und von diesem Wort erhalten wir das Wort Sevivon, einen Dreidel. God made Israel to become a human dreidel. Gott hat Israel geschaffen, um ein menschlicher Dreidel zu sein. Brothers and sisters, I want you to share this shiur today because it's going to help us tremendously in the days ahead. Und ich möchte, meine Geschwister, dass ihr diesen Shiur teilt, weil die Botschaft wird uns sehr helfen in den kommenden Tagen. I feel like we're as a humanity in a dreidel right now. Another mutation, another COVID, another round. I'm losing track now. Und ich fühle mich, wie wenn die ganze Menschheit ein Dreidel wäre. Da geht alles rundum und die Orientierung wird verloren in dem Ganzen drin. No, here he's saying, no, you say, what kind of God will make the people he so-called want to redeem, make them to be a human dreidel, right? Und man könnte sagen, welcher Gott möchte die Menschen, die er erlösen möchte, wieso sind sie ein menschlicher Dreidel? Why God does it, why God is doing this, is he's answering here in the very next part of the passage. Warum Gott das tut mit dem Volk, die Antwort haben wir hier in der nächsten Passage. Because he wants to raise them up. And maybe we can talk a little bit about the Aliyah, the concept of Aliyah for a moment, Pastor. He's saying he's raising them up. You want to explain this? It reminds me, Rabbi, of a spiral staircase. Und Rabbi, das erinnert mich an eine Wendeltreppe. Although you're going around and around, you're also going up. Obwohl man immer rundherum geht, gleichzeitig geht man hinauf. So God is strategically having them be like a human, spiral, but he's also bringing them up. So Gott hat sie strategisch in dieser Spirale drin, aber gleichzeitig bringt er sie nach oben. And here the text is Alu bnei Israel me'eretz Mitzrayim, which implies that Egypt is in a lower place than the land of Israel. Und das sagt aus, dass Ägypten eigentlich tiefer gelegen ist als Israel. Now, when we talk about Aliyah here, the word Aliyah, he's talking about a spiritual ascension, yes? Und wenn wir über Aliyah sprechen, dann sprechen wir über ein geistliches Emporgehen. So God is taking Israel on this road trip. Let's call it a road trip, not because he wants them to go around and around. They're simply not conditioned to enter to the land. They are not spiritually conditioned for entering to the Geulah. So Gott nimmt sie auf diese Reise mit, auf dieser Straße, weil sie eben noch nicht bereit sind für die Geulah. And Pastor Matt, people don't think about it in this term. I need to be spiritually conditioned to receive the Geulah. People don't think about it in the church, do they? No, I think they think that they're already. Ja, Pastor Matt, ich glaube nicht, dass die Menschen in der Kirche das so sehen. Die denken nicht daran, ich muss mich vorbereiten, ich muss fit sein für die Geulah. But what the sages tell us is that God purposely had them go around and around to have opportunities to perform miracles and acts of salvation
for them. Aber was die Weisen uns sagen, ist, dass sie bewusst von Gott in diesen Kreisen, in dieser Spirale geführt wurden, sodass Gott Wunder und Zeichen tun konnte unter ihnen. They need to be prepared. They have to be prepared. Weil sie vorbereitet werden müssen. To receive Geulah, one have to be prepared. And look where it takes them to prepare them. Und um die Geulah zu erhalten, müssen sie vorbereitet werden. Und schaut euch an, wohin er sie nimmt für diese Vorbereitung. Remember, entering to the land is allegory for the complete Geulah. Und erinnert euch daran, da ins Land hineinzugehen, das ist eigentlich ein Bild der kompletten, vollständigen Let's call Geulah. it the fullness of the Geulah. Nennen wir es die Fülle der Geulah. But are they already redeemed? They are living. They're already experiencing a portion of Geulah. Aber sind sie schon erlöst? Ja, sie erleben einen Teil von dieser Geulah, von dieser Erlösung. But they have not yet experienced the fullness of the Geulah. Aber sie haben noch nicht die ganze Fülle der Geulah erlebt. I always think about the church, thinking I'm saved, I'm redeemed. That's it. There is nothing wrong, but there is something more. Und ich denke immer an die Kirchen oder die Gemeinden. Ich bin erlöst, ich habe das, was ich brauche, aber da gibt es noch viel mehr. So, Rabbi, when you talk about them, they need to be conditioned for the redemption. So, Rabbi, wenn du davon sprichst, dass sie vorbereitet werden müssen für die. This reminds me of physical exercise. Und das erinnert mich eben an physische Übungen. When my children get ready for basketball season, their most hated week is called conditioning week. Wenn meine Kinder sich vorbereiten für die Basketball-Saison, dann gibt es da eine Woche, die eben eine Woche der Vorbereitung ist. And it's because for months they've not been exercising, and so they're not in the proper condition to play an actual game. Weil seit Monaten hatten sie diese Übungen nicht gemacht und deshalb sind sie nicht in Form für diese They Spiele. have to be fit. They Yes. have to be fit for playing. Right. Sie müssen nämlich fit werden, um da mitzuspielen. You know what is the Hebrew word for fit? Kosher. Kosher. Und weißt du, was das hebräische Wort für fit ist? Es ist kosher. People think kosher mean clean, but kosher doesn't mean clean. Die Leute denken, kosher bedeutet rein, aber kosher bedeutet oder heißt nicht rein. Kosher mean you are fit. Kosher bedeutet, dass du eben fit bist, dass du So I have reif a bist. question. Ich If habe you eine don't, Frage. you know how when you're about to do something athletic and you stretch your muscles? Wenn ihr etwas athletische Übungen machen wollt und ihr wärmt da eure Muskeln auf, If you don't properly condition and prepare, if you don't stretch, you damage yourself. wenn du das nicht gut machst und seriös machst, dann wirst du verletzt. So in the condition they were in leaving Egypt, they were not fit yet. They were not Not kosher. fit. They had to be conditioned by Hashem to be ready to be redeemed. Right. Und so war es mit dem Volk in Ägypten. Sie waren nicht bereit. Sie mussten von Hashem vorbereitet werden, fit gemacht werden für die Erlösung. But I'll continue with your analogy for a moment. Und ich werde da mit deinem Bild, mit deiner Schilderung weiterfahren. When you go work out and build your body, Wenn du eben dein Bodybuilding machst, you have to have certain exercise tools, machines. dann brauchst du verschiedene Geräte. Look what it says here in the portion. Und seht euch an, was es in der Portion He heißt. says, I'm raising him up. I am bringing him to condition, to fitness. Da steht, ich werde ihn vorbereiten, ihn fit machen, So that they come armed to the land. They're going to come armed up to the land. sodass sie bewaffnet ins Land einziehen. They're coming fit. They're coming equipped. That's exactly what the Torah is saying. Sie kommen als fitte Kämpfer, genau wie die Now Tora look at- because this is called the pet of the Pardes. Look at this. Look at the word here for fit, for armed, for equipped.
Dies ist die Tiefe des Pardes und schaut euch das Wort an hier für ausgerüstet, für fit. It's the Hebrew word chamush. Und es ist das hebräische Wort Chamush. It's like the word chamesh. So ähnlich wie das Wort Chamesh. Chameshet Chumshei Torah. You mentioned that earlier. It's the 5 books of Moses. Das hast du früher erwähnt. Sind die 5 Bücher Mose. But chamush also is come from the Hebrew word chamesh, come from the Hebrew word Mashiach. But Chamush kommt auch vom hebräischen Wort Chamesh und Chamesh, vom Wort Mashiach. Mashach, chamesh. It's the same word. Mashiach, Chamesh. Es ist dasselbe Wort. We call this in Hebrew remes, a clue in the text. Und wir nennen das im Hebräischen ein Remes, ein Hinweis im Text. Put it in the context of what's happening in the world for a moment. Und wir werden das jetzt in Zusammenhang mit dem bringen, was zurzeit in der Welt geschieht. Because we already know that this is the picture of the future redemption, right? Weil wir ja bereits wissen, dass es ein Bild der künftigen Erlösung ist. Stimmt's? God sent the plagues. Gott sandte die Plagen. God is moving them out. Gott bewegt sie aus dem Land hinaus. He's moving them out for a future wedding. Und er nimmt sie da aus dem Land heraus für eine künftige Hochzeit. That's called Mount Sinai. He moved them for a wedding. Nach dem Berg Sinai, da bewegte er sie hin auf diese Hochzeit zu. But God does not start the journey right away. Aber Gott beginnt diese Geschichte, diese Reise nicht direkt. He actually put a brakes on the journey. Er hat da auf die Bremse getreten bezüglich dieser Reise. Understand what's happening today in the world. God sent the COVID so that you will move out, that you will come out. Versteht, was heute passiert in der Welt? Gott hat den Covid gesandt, sodass ihr herauskommt, dass ihr Schritte macht. And that's what the word chamush is. You need to know what you are arming yourself with. Und das ist genau das Wort Chamush. Wir müssen verstehen, wie wir uns bewaffnen sollen. So in Matthew chapter 25, verse 1, Yeshua explained how the kingdom of God going to come. Und in Matthäus 25, Vers 1, da erklärt Jeschiwa, wie das Reich Gottes kommen wird. It's coming out, he says, when the virgins, he's give the explanation of 10 virgins. Und da haben wir die Erklärung der 10 Jungfrauen. And everybody want to know who's those 10 virgins, right? Und natürlich wollen alle wissen, wer sind diese 10 Jungfrauen? Brothers and sisters, not very hard. Liebe Geschwister, es ist nicht sehr schwierig, das In rauszufinden. the last 10 Gentiles will hold the garment of the Jew. Wow. Have you ever thought about this? Wir lesen auch über die 10 Heiden, die sich da an den Juden hängen. How many sons Jacob had that had to rectify the sins of Joseph? 10 of them. Yeah. Und wir haben auch die 10 Söhne von Jakob, die eben diese Sünde an Josef wiederherstellen mussten. This is a picture of the nations who are leaving Egypt. Und es ist das Bild der Nationen, die Ägypten verlassen. So they're grabbing the tzitzit of the Jew. They need the Torah. They need the Torah. Und sie halten sich fest an den Zitzit der Juden. Sie brauchen die Tora. They need the armor because look what it says in the text. It said they're going to go through the wilderness. Sie brauchen diese Rüstung, diese Ausrüstung. Denn der Text sagt, ich werde sie in die Wüste führen. But when you say in Hebrew derech, the word derech, Aber im Hebräischen das Wort Derech, derech is translated like the word way or highway. Derech wird übersetzt als der Weg, die Straße. Is there any highway in the wilderness? Gibt es da eine Autobahn in der Wildnis, in der Wüste? There is no autobahn in the Negev. Es gibt keine Autobahn im Negev. When he said you go derech, I mean, but he actually saying you're going to be the owner of the wilderness. You're going to own it up. Wenn er sagt Derech Hamidbar, dann sagt er eigentlich, ihr werdet die Wüste besitzen.
Ihr seid die And Besitzer. it's important because remember Exodus 1:1 for a moment. Das ist wichtig zu wissen. Erinnert euch an 2. Mose 1, Vers 1. He said they came to Egypt. Here's the sons of Jacob who came to Egypt, right? Da lesen wir über die Söhne Jakobs, die nach Ägypten kamen. Abaim. Abaim mean they didn't came, they just came. They just arrived to Egypt. Habaim bedeutet nicht, sie kamen, es bedeutet mehr, sie kamen gerade an. Sie kamen soeben an. When you say Baruch haba, Wenn wir sagen Baruch haba, when somebody just arrived, you say Baruch haba. wenn jemand gerade ankommt, dann sagt man Baruch haba. But it's in Abaim, but they've been in Egypt for a long time. Und wir lesen da Baruch habaim, aber sie waren in Ägypten schon seit ziemlich langer Zeit. Which the Torah tried to tell us, hey, they just arrived. It's just a brand new start. Yes? Und die Tora will uns hier eigentlich sagen, es ist so, wie wenn sie gerade eben ankamen. They're coming to the wilderness. They're coming and they're going to have to own this journey. Und sie kommen jetzt in diese Wüste und sie müssen diese Wüste und diese Reise in Besitz nehmen, in Angriff. Sometimes you have to travel with me in Israel. Manchmal musst du mit mir in Israel reisen. And you almost died because you had all the stuff you have to carry. Und da stirbt man fast wegen all dem Zeug, das man mitschleppen muss. You're not coming. Du kommst nicht. You're dragging your feet. Could you repeat the last one? He was dragging his feet. He was barely walking. Okay. Er schleppte da die Füße hinter sich her. God says it really, if we would translate this verse properly, he says this. Und wenn wir diesen Vers exakt und genau übersetzen, dann heißt es da Folgendes. I'm going to turn you to a human dreidel. Ich werde das in einen menschlichen Drädel verwandeln, so that you will own the way. Sodass ihr den Weg besitzt. So that you will own the process of Exodus. That you will own the process of the Galut. This is important. Dass ihr diesen Prozess vom Exodus, diesen Prozess vom Galut besitzt. Und das ist Who wichtig. brought us out of Egypt? God did, right? Gott hat sie aus Ägypten herausgenommen. No, God implied that we bring ourselves out of Egypt. Gott hat da eigentlich damit gemeint, wir sollen uns selbst aus Ägypten herausbringen. This brings up a good point. It's not just about what we do, it's how we do it. Und das bringt uns zu einem guten Punkt hier. Es ist nicht nur, dass wir etwas tun, sondern auch, wie wir es tun. It's the attitude that we have. Und das ist die Einstellung dazu, das ist wichtig. You said we have to own the desert, the wilderness. That's what it says. Du hast gesagt, wir müssen die Wüste besitzen. Ja, das steht so hier. When we see someone that's very confident, in English we say he acts like he owns the place. Und wenn wir jemanden sehen, der das sehr großes Selbstvertrauen hat, dann sagen wir auf Englisch, der besitzt den Platz, der besitzt das, wo er da gerade eben steht. So Ibn Ezra says this about the phrase they were armed for battle. Und Ibn Ezra sagt Folgendes zu diesem Satz: Sie waren bewaffnet für den Krieg. It says they left Egypt carrying weapons of war. They did not scurry out of Egypt escaping like slaves, but in defiance of the Egyptians. And that's confirmed in chapter 14, verse 8. They were defying Egypt. Und es steht, dass sie bewaffnet auszogen aus Ägypten. Nicht, und dass sie eben Waffen dabei hatten und dass sie gegen Ägypten standen. Sie waren nicht. Those are offensive weapons. Yes. Those are not defensive weapons. Those are offensive weapons. Und diese Waffen, die sie da mitnahmen, das sind offensive Waffen zum Kampf.
The greatest offensive weapon you have is the Mashiach. Chamush, Mashiach. Mashiach should allow you to go on the offense and not to be on the defense all the time. Und die größte Waffe für die Offensive ist der Mashiach. Und der erlaubt dir vorwärts zu gehen und nicht in die Defensive zu gehen. And we're seeing them right here already receiving this weapon. The very next verse. Und wir sehen hier im nächsten Vers, wie sie eben diese Waffen erhalten. It should not be a surprise for you to read this in verse 19. Und es sollte keine Überraschung für dich sein, wenn du das liest im Vers 19. ויקח משה את עצמות יוסף. What did Moses has done? He's taken the bones of Joseph. To read to them verse 19, please. Was tat Mose? Er nahm die Gebeine von Josef. Und Vers 19. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn er hatte einen Eid von den Kindern Israel genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Listen to me very carefully. God is going to make a supernatural way in the wilderness as they're going out. Hört mir gut zu. Gott wird übernatürlich einen Weg bereiten in der Wüste, während sie All gehen. of those miracles that happened in the wilderness happened through Joseph. All diese Wunder, die passierten in der Wüste, die passierten aufgrund von Josef. The greatest weapon that we have in our Exodus today, as we're claiming redemption, is Mashiach. Und die größte Waffe, die wir heute haben, in diesem heutigen Exodus, ist Mashiach. Now, Pastor Matt, let me ask you a question. A lot of people know that Mashiach fighting for them. Und möchte dir eine Frage stellen, Pastor Matt. Die Menschen wissen, dass Mashiach für sie kämpft. A lot of people understand that even right now in the world, in the chaos that we're, Messiah is still here to intercede for us. Und viele Menschen verstehen in dem ganzen Chaos, in dem wir drin sind, dass Mashiach hier ist mit uns, um für uns einzustehen. But as my father, may his memory be blessed, used to say, Aber wie mein Vater, möge sein Andenken gesegnet sein, wie er sagte, some things are stuck here and they never go down here. er sagte, einiges bleibt da oben hängen und macht den Weg nie da nach unten ins Herz. They knew that they are armed. They knew that they were equipped. They knew that God is giving them Joseph. Sie wussten, dass sie bewaffnet waren. Sie wussten, dass sie alles Nötige haben. Sie wussten, dass Gott ihnen Josef gab. Yet it is not enough. Aber trotzdem ist es nicht genug. Something is missing. Irgendwas fehlt. A lot of people today in the body of Messiah, I believe something is missing in understanding what's happening right now. Und viele Menschen heute im Leib von Jeschiwa, die wissen, irgendwas fehlt da noch. How do we know something is missing? How do we know? Wie wissen wir, dass da etwas fehlt? Look what happened in the text. Schaut euch an, was im Text hier passiert. God put a giant stop sign before them, a big one. Gott hat da ein großes Stoppsignal vor sie gesetzt, ein riesiges Stoppsignal. I don't know if they have this sign in Switzerland, Hans. No outlet, turn around. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Zeichen auch habt in der Schweiz, Hans. Hier geht es nicht weiter, du musst Retour, Sackgasse. Go back to Egypt. Zurück nach Ägypten. Look at what the Torah is telling us. Schaut euch an hier, was die Tora uns sagt. Now, Pastor Matt Richard, when we get these kind of things from God, we're going back to square one. We tend to get angry at God, right? Yes, we think Wenn wir we Sachen know haben, better than Gott sagt uns, kommt zurück auf Feld 1, dann haben wir die Tendenz, dass wir zornig werden mit Gott. How should we look at the fact that sometimes God is telling us, come back, return? Wie sollten wir das anschauen, wenn Gott uns manchmal sagt, komm zurück? we first need to remember that he has a plan that we can't see. Not the complete plan, right? Zuerst müssen wir sehen und realisieren, dass er einen Plan hat, den wir nicht sehen können.
And here's the plan is, go back to Egypt. Und hier haben wir den Plan, geh zurück nach Ägypten. And not just go back to Egypt, go back to where Pharaoh is going to get you. Und nicht nur geh zurück nach Ägypten, sondern geh dahin zurück, wo der Pharao dich erreicht. Look at the Exodus chapter 14, verse 2. Schaut euch 2. Mose 14, Vers 2 an. Da steht, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal-Zephon, sollt ihr euch am Meer lagern. Excuse me, God is telling them to get back. Entschuldigung, Gott sagt ihnen, dass sie zurückgehen sollen, To build a camp um da das Camp aufzuschlagen, das Lager, in front of Baal-Zephon. genau bevor Baal-Zephon. Who is Baal-Zephon? What do we know about Baal-Zephon? Und wer ist Baal-Zephon? Was wissen wir über Baal-Zephon? We know that there was a giant sort of statue, idol, made to this Baal-Zephon. Wir wissen, dass da ein großer Götze gemacht wurde in Ehren von diesem Baal-Zephon. Now, the rabbis tell us that all of the idols were destroyed by God, but he left this one standing for a certain reason. It was the only last idol standing in the skirt of Egypt. Und die Weisen sagen uns, dass alle anderen Götzen zerstört wurden, außer dieser eine. Why would God take Israel back and tell them to make a camp with a Havanagila in front of the last deity standing? Und warum würde Gott sagen, uns das Volk zurückführen, um da eine Havanagila machen bei diesem einzigen und letzten Götzen? Before you answer, I have a similar question. Go ahead. To me, Bevor du Rabbi, die Antwort gibst, da habe ich eine ähnliche Frage. we could ask the same question when God tells them not to make any graven images, then he tells Moses to make a snake. Wir könnten dasselbe sagen, wenn Gott sagt, ihr sollt euch kein Bildnis machen und dann sagt Because er, ihr sollt keine Schweine machen. Sometimes something that seems like an idol, God has a deeper hidden thing there. Exactly. Manchmal hat Gott für etwas, das so wie ein Götze daherkommt, eine tiefere Bedeutung, die dahinter And ist. not only that they went and camped there, look at the Hebrew. Und nicht nur, dass sie dort das Lager aufschlagen, aber hör auf das They Hebräische. were encamping facing face to face this deity. Es steht hier, dass sie das Lager aufschlugen und von Angesicht zu Angesicht zu diesem Götzen waren. Listen to the sense of humor of the Talmud. Hör dir den Witz hier im Talmud an. Sanhedrin 13. Listen to this. Im Sanhedrin 13. Rabbi Yehuda found it difficult to understand while the Israelites have been instructed to encamp in a location that is facing the sea. Rabbi Yehuda fand es schwierig zu verstehen, warum Gott dem Volk gesagt hat, ihr sollt euch lagern vor dem Meer. And he quoted the Sanhedrin 13, where Und teaches us Und er zitierte vom Sanhedrin 13, where it is stated that it is forbidden to ask a friend to wait for a few minutes so that you can take a closer look at that statue. es ist verboten. Could you repeat that again, Rabbi, please? It will be forbidden to ask a friend to wait while you take a picture of a statue of idol, something idolatrous. Es wäre verboten, einem Freund zu sagen, warte mal, während du ein Bild von diesem Götzen machst. And you ask the question, why would God have asked the people to face a statue? Why would God violate his own principles? Und die Frage hier ist, warum
fragt Gott das Volk eben vor diesem Götzen da zu sein und den Götzen anzuschauen. Warum geht er gegen seine eigenen Prinzipien? And the rabbis are struggling with these questions. Und die Rabbiner, die kommen nicht ganz klar mit dieser Frage. They conclude that the rules that God imposed upon us are not the rule that He's imposing upon Himself. Und sie kommen zum Schluss, dass die Regeln, die Gott uns gibt, eben nicht die Regeln sind, die er für sich selbst hat. But that's a cop-out. That's a excuse. Aber das ist natürlich eine lahme Entschuldigung. Let's understand it together. Where are they encamping? Lasst uns das gemeinsam verstehen. Wo haben sie hier ihr Lager aufgeschlagen? Rashi tells us that the place has two names. Rashi sagt uns, dass der Ort zwei Namen hat. It's called Pitom. One of the names is Pitom. Einer der Namen ist Pitom. But the other name is the name Pi Acherut. Und der andere Name ist der Name Pi Acherut. Now, if you say Pi, the word Pi like the word Pe, like mouth. Wenn du sagst Pi, das Wort P, sowie der Mund. Cherut means freedom. Cherut bedeutet Freiheit. So if you say Pi Acherut, it's mean on the verge of freedom. You are right on the cusp of freedom. You are not at freedom yet. You are almost there, but you are not in freedom. Wenn da steht Pi Acherut, dann heißt das, dass du knapp an der Freiheit bist. Du hast die Freiheit noch nicht, aber du bist knapp dran. It also can mean, Rabbi, and some of the commentaries, that they've heard from the Pei, the mouth of God, that they would be a free people. Und es bedeutet auch, Rabbi, dass sie vom Mund Gottes gehört haben, dass sie ein freies Volk sein sollen. But only Moses heard from the mouth of God. Aber wir wissen, dass nur Mose direkt vom Mund Gottes gehört hat. So people had to trust their leader that he was hearing from God, even though it sounded crazy to turn back. So, die Menschen mussten ihren Führern vertrauen, weil sie diejenigen sind, die von Gott hören, obwohl sie da zurückkehren sollten. Those who understand Hebrew, the picture is so clear. Und für diejenigen, die Hebräisch verstehen, ist das Bild hier so klar. I would like to paint a picture for you. Ich möchte dieses Bild malen für dich. They went away, they're leaving Egypt, Sie gingen aus Ägypten raus, they're coming back, dann kommen sie zurück there's a T in the road. und da haben wir diese Wegscheidung And there's a giant statue. und da ist dieses riesige Götze, der da steht. And let's pretend Pastor Matt is the statue. Und wir nehmen jetzt mal an, dass Pastor Matt da diese Statue ist. Moses look at them and say, you go this way. Und Mose schaute sie an und sagte, wir gehen in diese Richtung. This is Biacheru, that's what they mean. It's a verge, but there's nowhere to go. There's no way to turn around. It's something, boom, in front of you. Are you hearing what I'm saying? Und das ist das Wort Biacherut. Das ist eben gerade vor dir. Du kannst nicht rundherum gehen. Du bist gerade von Angesicht zu Angesicht. There's no place to turn around. Man kann da nicht ausweichen. And the question is, you have to ask yourself, what the Biacherut represented. Did it represent some bondage in their life? Und man muss sich die Frage stellen, was repräsentiert Biacherut? Es repräsentiert eine Bindung in ihrem Leben. Because it is called Biacherut, but there's a God there, there's a giant there. Es nennt sich Biacherut, aber da haben wir diesen Gott, diesen Giganten. In Hebrew, we call it a klipa. There is a snare that stopped them from enter into their fullness. Und im Hebräisch nennen wir das eine Klippa. Es ist da etwas, das sie zurückhält, um in die ganze Fülle zu kommen. And the question, what was this snare? What was this God, this deity represent?
Und die Frage, was war hier die Falle? Was repräsentiert hier diese Gottheit? You're going to be shocked. Und es wird dich schockieren. It's represent the sin of their disbelief. Es repräsentiert die Sünde ihres Unglaubens. You see, they already have Moses. Seht ihr, sie haben ja Moses schon. They already have the bones of Joseph. Und sie haben auch die Gebeine von Josef. They're already physically leaving. Sie gehen physisch schon aus dem Land raus. God said, you are not living like that. Aber Gott sagt, ihr werdet das Land nicht so verlassen. Last night when Pastor Matt got here, I teach him an important Jewish law. Letzte Nacht, als Pastor Matt hier ankam, da habe ich ihm ein wichtiges jüdisches Gesetz beigebracht. He confused the laws. He didn't understand it. Er hatte die Gebote nicht verstanden. We play a little ping pong game. Und dann haben die beiden ein bisschen Ping-Pong gespielt. And I let him win as a good hospitality. Und ich ließ sie natürlich gewinnen als ein guter Gastgeber. But one could look at the game and says, no, the reason he won Aber jemand könnte jetzt das Spiel anschauen und sagen, nein, der Grund, warum er gewonnen hat, is because Rabbi Shapira did not play to win. He played not to lose. weil Rabbi Shapira nicht gespielt hat, um zu gewinnen. Er spielte, um nicht zu verlieren. Have you ever watched a football game when the other team is playing 10 men back? All the defender, 10 defenders, and that's it. Everybody playing back. Und habt ihr vielleicht schon einmal ein Fußballspiel gesehen, wo all die Verteidigung, 10 Männer da hinten stehen, geschlossen? We call it Israeli football. Wir nennen das Israeli-Fußball. They're not playing to win. They're not playing to score goals. They're playing just to head back. Die spielen nicht, um zu gewinnen oder eben um da ein Goal zu machen. They're playing like this just not to conceive a goal. Sie spielen so, um eben kein Goal zu bekommen. Are you following what? This is what happened in the Torah portion this week. Das ist das, was passiert hier in der Torah-Portion diese They're Woche. not leaving. They're not leaving Egypt to make a way in the wilderness. They're simply leaving because everybody is leaving. Sie verlassen Ägypten nicht, um da einen Weg zu machen in der Wildnis. Sie verlassen Ägypten einfach nur, weil alle anderen auch das machen. They're dragging their feet. They're walking slowly. They're murmuring. They're kvetching. They're complaining. They don't believe. Sie ziehen die Füße hinter sich her. Sie begehren auf. Sie rümpfen die Nase und so weiter. Sie glauben nicht. But they have everything in their possession. Aber sie besitzen eigentlich alles. Pastor Matt, look at what happened in the believers in the world today with the pandemic. Und Pastor Matt, schau dir an, was heute passiert mit den Gläubigen, mit der Pandemie. A complete panic. Und da haben wir diese komplette Panik, die wir da sehen. We don't have Mashiach who promises that he will be with us. Wir haben doch Mashiach, der verheißen hat, mit uns zu sein. Do you want to add anything? Möchtest du da noch was dazu sagen? I'll mute you. Go ahead. So I think the problem that we're having with the believers all around the world is this. Das Problem, das wir mit den Gläubigen weltweit haben, ist folgendes. If we don't understand what God is doing, then it's going to lead to a lack of trust. Wenn wir nicht verstehen, was Gott tut, dann führt das zu Misstrauen. The people were confused when Moses heard from God to tell them to turn back. Und die Leute konnten das natürlich nicht verstehen, als Mose von Gott hörte und ihnen sagte, wir gehen zurück. They didn't understand what God was doing. Weil sie eben nicht verstanden, was Gott da im Schild führte. It's the same with the pandemic. Und genau dasselbe gilt für die Pandemie. And so some people, unfortunately, are wasting their time. Und deshalb unglücklicherweise verschwenden. And I want to make it
I want to make it clear, the virus is very real, just like the plagues. We're very real. Und ich möchte es sehr klar machen, der Virus ist etwas sehr Reales, genauso wie By the das. way, just like Pharaoh was very real. Genauso wie der Pharao, der war auch sehr reell, der war Tatsache. Imagine all the Egyptian gods, they all fell apart except to this guy. Where do you think Pharaoh is going to be heading to? Stellt euch vor, ganz Ägypten zerfiel, außer der Pharao. Und wo To the same denkst exact du, spot, to the same exact place. genau an denselben Ort? They don't understand what power, what arm, what the equipping, the tools that God is wanting to give them. Und sie verstehen eigentlich nicht das Werkzeug, mit dem Gott sie ausrüsten möchte. So God said, no. You're going back. You're going back to Exodus. We're going to start this all over again. Und deshalb sagt Gott, nein, kommt nochmal zurück. Wir starten ganz frisch durch. Because remember what it says. You're going up with the chamushim. You're going up with the right tool. Und erinnert euch, was es heißt. Man geht hinauf mit dem Chamushim. Man geht hinauf mit dem richtigen And Werkzeug. to think that the tool that God is going to provide is an Egyptian deity, it sounds blasphemous. Und wenn wir uns da vorstellen, dass das Werkzeug, das Gott da bereitstellt, eine ägyptische Gottheit ist, das ist wirklich... What is this? What is the message of the Besorah at the end of the day? The Besorah COVID-19. What is the message? Und was ist die Botschaft, der guten Botschaft gemäß Covid-19? God can use the darkest of the darkest of the darkest of things to equip us and to train us and to prepare us for conquering the land, the Geulah. Die Botschaft ist, dass Gott das Dunkelste des Dunkelsten gebrauchen kann, um uns vorzubereiten, ins Land zu gehen, um die Geulah herbeizuführen. So this is the problem when we don't trust God and we don't understand what he's doing. Und das ist natürlich jetzt das Problem, wenn wir Gott nicht vertrauen und wir nicht verstehen, was er tut. Because God is giving us this tool of COVID-19, but we are saying to God, we don't want your tool. We're praying against the tool rather than using the tool. That's it. Gott hat uns das Werkzeug vom Covid-19 gegeben, aber wir sagen zu Gott, wir wollen das nicht, wir gehen dagegen, wir lehnen es ab. And you see the amazing thing, they have the bones of Joseph. Und das Erstaunliche ist, sie hatten ja die Gebeine von Josef. But how many of them actually physically knew Joseph from this generation? Aber wie viele von dieser Generation kannten Josef? Oh, we had a great guy named Joseph. Let me tell you something. The miracles, the things he did for our people, we'll never forget. They're telling this story. They know the story of Joseph. Sie wissen natürlich die Geschichte von Josef und sie erzählen diese Geschichte einander weiter. But the story of the Shekinah, of the merit of Joseph, does not even dawn on them. Aber die Geschichte der Shechina und vom Verdienst von Josef, die denken nicht im geringsten daran. In essence, this Exodus process is merely an intellectual process for them. There's no faith here. Im Kern könnte man sagen, dieser Prozess vom Exodus, vom Auszug, ist nur eine intellektuelle Sache für sie. Da gibt es keinen Glauben. And if people would know what tool we have now to defeat anything in the world, including this little tiny virus, they will be shocked. Und wenn die Menschen wüssten, welches große Werkzeug wir heutzutage haben, um eben zu kämpfen gegen People ask diesen me, Virus, what do you think about the physical? I tell you, people ask me, what do you think about the physical vaccine? What do you think about Pfizer? What do you think about Moderna? Die Menschen fragen mich wegen der Impfung heute, was denkst du über Pfizer, Moderna? And I say it in the simplest way. Und ich sage ganz einfach, if the Pfizers and the Modernas of the world are the tool to defeat the plagues, then be careful. Then be careful. Ich sage Folgendes, wenn die Pfizer und die Moderna das Werkzeug sind,
um die Plage zugrunde zu richten, dann sei vorsichtig. God can use modern science and modern medicine without a doubt. Zweifellos kann Gott moderne Wissenschaft und Medizin gebrauchen. But if that's what we think going to plow the way through the wilderness, then think again. The only thing that can plow the way through the wilderness for the Geulah is the faith in Yeshua HaMashiach. Period. Aber wenn wir glauben, dass das der Weg ist, der Pflug, der die Wüste da pflügt für uns, dann sollten wir dann nochmal darüber nachdenken. Der Einzige, der das tun kann, ist Mashiach. Let me give you a personal story about a vaccine. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte einer Impfung geben. When I was 18 months old, I got spinal meningitis. Als ich 18 Monate alt war, da kriegte ich Meningitis im Rückgrat. And it almost killed me. Und es tötete mich fast. It took away all my motor function. Ich konnte motorisch gar nichts mehr machen. I couldn't use my hands or feet anymore. Ich konnte meine Hände, meine Füße nicht mehr gebrauchen. I couldn't hold up my head on my own anymore. Und ich konnte meinen Kopf nicht mehr hochheben selbst. I was back in diapers again. Und ich musste wieder Windeln tragen. And it caused me to go deaf in my right ear. Und es veranlasste mein rechtes Ohr, also ich verlor das Gehör in meinem rechten Ohr. In the modern world, they have a vaccine for meningitis. Und in der modernen Welt, da haben sie eine Impfung gegen Meningitis. And in these times, when we're talking about vaccines, I often wonder, what if they had the vaccine when I was a baby? Und heutzutage frage ich mich oft, was wäre gewesen, wenn sie diese Impfung schon gehabt hatten, als ich ein Baby war. But I'm glad they didn't, and here's why. Aber ich freue mich, dass sie diese Impfung nicht hatten damals, aus folgendem Grund. If I would not have gotten this disease, then I would not have gone deaf, and then God could not have worked miracles in my life by healing my deafness. Wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht taub geworden auf meinem rechten Ohr und hätte das Wunder Gottes nicht erlebt in der Heilung von Just meinem like COVID-19, spinal meningitis was a tool that God used in my life for his glory. Genauso wie eben dieser Meningitis war ein Werkzeug, das Gott brauchte in meinem Leben, um ihm Ehre zu geben. So if I think in my humanness, I wish I would have had a vaccine and then I never would have had to be deaf. So wenn ich jetzt denke von meinem menschlichen Standpunkt aus, wenn ich diese Impfung gehabt hätte, wäre ich nie taub geworden. But we must remember, God will work in our lives in the way that brings him the most glory. And what brought him the most glory was for me to be deaf and then for him to heal me. Aber wir müssen daran denken, dass Gott eben auf eine Art und Weise mit uns wirkt, die ihm am meisten Ehre bringt. Und das war eben sein Weg mit mir, dass ich taub wurde auf dem rechten Ohr und er mich dann heilte. But as if you were not sick with this, God could not have conditioned you and prepare you. Right. Aber siehst du, wenn du nicht krank geworden wärst auf diese Weise, dann hätte Gott dich nicht vorbereiten können. So Israel is missing the weapon. They are missing the, how they said, the hole in the donut. They're missing something significant here. So hier sehen wir, dass Israel da etwas sehr Wichtiges vermisst, nicht Now hat. you understand why they're it's called piacherut. They're there, but they're not really there. God says, no, you're missing something. Und jetzt verstehen wir auch das Wort Piacherut. Sie sind fast da, aber nicht ganz. Etwas fehlt noch. And what are they missing? Listen to this. Und was fehlt? Hört euch Folgendes an. He says here in the text that they're standing next to the God, the deity called Baal Tzfun. Und hier im Text steht, dass sie eben neben dieser Gottheit Baal Tzfun standen. They are facing Baal Tzfun. They are facing the last Egyptian god that is standing. Und sie sind von Angesicht zu Angesicht mit diesem Baal Tzfun, die letzte Götze in Israel, der noch steht.
and they have to go through it for freedom. Und sie müssen da hindurch, um zur Freiheit zu gelangen. Baal Tzfun had another name. Und Baal Zephun hatte auch einen anderen Namen. Listen to this from Genesis 41. Und hört euch das an aus dem 1. Mose 41. Pharaoh gave to Joseph a name after he interpreted the dream. Pharao gab dem Josef einen Namen, nachdem er den Traum gedeutet hatte. Tzfanat Pa'anach. It's the Egyptian name. Den Namen Tzfanat Panaach. Das ist der. Let's understand the name Tzfanat Pa'anach. Und wir wollen jetzt den Namen verstehen. Tzfanat Panaach. The code, Tzfanat means the code. Tzfanat bedeutet ein Schlüssel, ein Code. Pa'anach means breaker. The code breaker. Und Panaach bedeutet ein Zerbrecher, derjenige, der den Code bricht. What is the name of the deity? Und was ist der Name dieser Gottheit? Baal Tzfun, the owner of the code. Baal Zephun, was so viel heißt wie der Eigentümer von diesem Code. The name of this deity, the name of this God is the name of Joseph, the Egyptian Joseph. Der Name von diesem Götzen, von dieser Gottheit, ist der Name von Josef, vom ägyptischen Josef. Do you know who they meet inside this Egyptian deity? Und wisst ihr, wem sie da begegnen in dieser ägyptischen Gottheit drin? Go back to the Torah. Dafür müsst ihr zurück zur Tora. It says that Joseph collected all the gold and he put it away. Da steht, dass Josef das ganze Gold sammelte und es versteckte. The drasha in the Pardes tell us amazingly Und der Drasha im Pardes, die sagt uns erstaunlicherweise, that Joseph hid all of the gold inside, underneath, inside the deity. dass Josef das ganze Gold in dieser Gottheit, unter dieser Gottheit drin versteckte. For his descendants to come out when they will come out, that it will be ready for them. Für seine Nachfahren, dass wenn sie das Land verlassen, dass es dann bereit wäre für sie. God did not make us a dreidels because he hates us. Gott hat uns nicht als ein Dreidel gemacht, weil er uns hasst. He made us a dreidel so we can come and meet Joseph. Er hat uns als Dreidel gemacht, sodass wir kommen, um Josef zu They begegnen. had the intellect, they had the bones of Joseph, but now they saw Joseph alive. They saw Joseph as part of their journey. Und sie hatten wohl den Intellekt mit dabei, aber jetzt sahen sie Josef, der da lebte, Josef, der Teil von dieser Reise war. Mashiach ben Yosef is leading us out of Egypt. Mashiach ben Josef ist derjenige, der uns aus Ägypten führt. What is he leaving them? It's a gold. It's something physical. It's something they can touch, smell. It's something real. Und sie haben da das Gold, das ist etwas, das sie in die Hände nehmen können, das sie berühren können, es ist etwas Reelles. You see, what they were missing is the realization of the Redeemer, the realization. Even Moses was in a distance with them. They needed Joseph. They needed to see this physicality. Und sie brauchten dieses Physische, um eben da auftanken zu können und weitergehen zu können. I believe that God is going to take you again and again and again to stand before this klippah, the klippah of the eyes, the klippah of this belief. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder nimmt und vor diese Klippa hinstellt, diese Klippa des Unglaubens, So that you take the journey out with Joseph and not alone. so dass wir eben mit Josef gemeinsam auf diese Reise gehen und nicht alleine. So, if I'm understanding you correctly, Rabbi, So, wenn ich dich richtig verstehe, Rabbi,
if God had not told them to turn around and go back here, they would have walked right past the tools and supplies they needed for their redemption. Wenn Gott nicht gesagt hätte, kehrt und sie zu diesem Ort geführt hätte, dann würden sie weitergehen, ohne eben das Werkzeug für die Erlösung zu haben. Pastor Matt, this is the moment that Joseph become real to them. Pastor Matt, das ist der Moment hier, in dem Josef Realität wurde für sie. It's not about the gold. Und was ist mit dem Gold? And we can make it about also the fact that he physically provided for them. But it was much more than that. Wir sehen hier einerseits, dass Gott auch physisch für sie sorgte, aber es geht um viel, viel mehr als nur das. It's like us saying, Jesus is in the heavens today. Es ist wie wenn wir heute sagen, Jesus ist heute im Himmel. No, he's not. Nein, er ist nicht im Himmel. Right here. Er ist hier. He's in the middle of the COVID. Er ist inmitten vom Covid drin. He's in the middle of all of this, watching you, walking with you, people of God. You need to know it to receive the courage to walk out. Er ist inmitten von uns, um uns zu helfen. Und ihr Volk Gottes, ihr müsst das wissen, um da auch Mut zu fassen und weiterzugehen. Moses said, the Torah is not over the heavens, it's not over the seas. He's right near next to you. Mose selbst sagte, die Tora ist nicht im Himmel oder über dem Meer, sie ist hier mit dir. In the process from Golah to Geulah, God does not want any of us to journey alone. That is the bottom line. In diesem Prozess von Golah zu Geulah möchte Gott, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und das ist die And the Basis. very next verse, Pharaoh is laughing because he sees them and said, oh, the desert going to be closing on them. Und die anderen lachen natürlich jetzt. Und sie sagen, die Wüste, die wird sie einschließen. But immediately God parted the Red Sea. Aber wir sehen, dass Gott das Rote Meer teilte. Under what authority this miracle took place? Und unter welcher Autorität fand dieses Wunder statt? Joseph. Josef. They received the spirit of Joseph. Sie erhielten den Geist von Josef. Pastor Matt? It reminds me, Rabbi, of, was it Jacob that came down into Egypt and planted the trees? Or was it Jacob? Es erinnert mich, Rabbi, an The turmeric tree? Yes. Abraham. Okay. an Abraham, der die Bäume pflanzte in Ägypten. Yeah. So then as they are coming back out, they have the trees there. Und als sie da wieder zurückkamen, da waren diese Bäume da natürlich. If we will open our eyes and realize that God knew we were going to be in this place and that he's given us the tools that we need, our faith will increase. Wenn wir unsere Augen öffnen und wissen, dass Gott an diesem Ort ist und uns das Werkzeug gibt, das wir brauchen, dann wird unser Glaube wachsen. People ask, where did they get the wood to build the things they needed to build? Yeah. Und die Menschen fragen, von woher hatten sie das Holz, um die Sachen zu bauen, die gebaut werden mussten? God had planned hundreds of years before for Abraham to plant these trees so that his descendants would have them when they needed them. Und hunderte Jahre zuvor hat Gott dem Abraham eben gesagt, diese Bäume zu pflanzen, sodass seine Nachkommen sie haben würden. Just like God planned for Joseph to be able to leave supplies for them hidden in the shell of this Egyptian idol. Yeah. God planned ahead. It doesn't surprise God that we're in this COVID-19. Exactly. Und genauso sehen wir das auch in diesem Idol, das da gefüllt war mit dem Gold. Gott weiß, was er tut. You see, here's the thing. Don't settle to be on the piacherut, on the verge of your fullness. Don't settle for that. Und hier ist wirklich der Knackpunkt. Gib dich nicht zufrieden mit Piacherut. Einfach gerade an der Freiheit zu sein. That's why I think each and every one of us need to face today these deities
those klipot in our life. This Und- last klipot. Und deshalb denke ich, dass wir alle uns diesen Klipot in unserem Leben stellen müssen, diesen Gottheit, Addictions, things that hold us back. Sachen, die uns zurückhalten, wie Nöte, Gebundenheiten. This is so practical. You want to overcome those things? Und das ist so praktisch. Möchtet ihr Sieg haben über diese Sachen? Only one way to do it. Und es gibt nur eine Art und Weise, wie ihr siegreich sein könnt. Attaining the spirit of Joseph. Indem ihr den Geist Josefs packt für euch. May he be with us in this journey as we are living Egypt together. Möge er mit uns sein auf dieser Reise, indem wir Ägypten zusammen verlassen. There is indeed good news here, friends. Real good news. Und wir haben tatsächlich eine gute Nachricht hier, eine sehr gute Nachricht, Freunde. You are not dead yet. You're still here. You can still come out. Ihr seid noch nicht tot, ihr seid noch hier und ihr könnt da rauskommen aus Ägypten. But don't be like the foolish virgin that come out and run out of oil. You see, that's where Israel was heading, to run out of oil, of strength and energy. Aber seid nicht wie die törichten Jungfrauen, die kein Öl mehr hatten. So passiert es eben auch Israel, die da rausgingen und kein Öl hatten. You need the Shemen Sason Yeshua, the oil of salvation and gladness. Yeshua, the Messiah, in this journey. Ihr braucht das Öl der Freude von Yeshua HaMashiach auf dieser Reise. Every sea will be open for you. Und dann wird sich jedes Meer teilen für euch. Friends, that's why we need to find the real Joseph. Und Freunde, deshalb müssen wir den wirklichen, den wahren Josef finden. Encourage our German listeners of viewer to join the Kosher Pastor program in German. Find the real Joseph and cleave yourself to him. Und findet den richtigen Josef und hängt euch ihm an. Und ich möchte auch ermutigen, Kosher Pastor auf Deutsch zu machen. And in that your journey will have an assurity without a doubt. Und darin wird eure Reise eine Sicherheit und ein Ziel haben. Thank you, Hans, Laila Tov. And I hope today's shiur was a blessing to you. Thank you very much, two of you. Laila Tov. Shalom, Thanks. friends. My name is Rabbi Shapira, and I'm the founder of Ahavat Ami Ministries and Yeshiva Tshuva. Yeshiva in Hebrew means a house of study. And I have had the privilege now for many years to lead the largest Jewish school of Jewish believers who love the Messiah all over the world in over 52 different nations. Some times ago, one of my students had a vision for the nations to bring the same teachings to the nations all over in different languages. And he's here with us today to tell you about the exciting program called Kosher Pastor. I am a Christian pastor who's been in professional ministry since 1998. My father is also a pastor. My father-in-law is a pastor. I come from a very long line of Christian heritage. But as I was growing up, I began to be curious about the stories that we read in the Old Testament, the continuing story of the gospel and the Messiah throughout the whole Bible from Genesis to Revelation, and I began to look into the Jewish foundation or the Jewish roots of my Christian faith. Some time ago, several years ago, I found Rabbi Shapira and his yeshiva, his Messianic Jewish seminary, and I became a student. Even though I hold a master's degree in theology from a Christian university, learning in this way from a Messianic Jewish perspective truly opened up the Bible to me in a brand new way. You probably know that all over the world, people of the Christian faith are waking up to the fact that Christianity's foundation is Jewish. If you've ever wanted to learn more about the Jewish foundation of your faith, Yeshivat Shuvu and its introduction program called Kosher Pastor that I lead is a perfect way for you to get started on this journey. Online, anyone can say pretty much anything, and there's a lot of misinformation
out there. It's wonderful for me as a Christian pastor to be able to study under not only a Messianic Jewish rabbi, but a native Israeli, someone whose mother tongue is Hebrew, the language of the Bible. So if you'd like to join with us, if you are starting at the base level, if you know nothing about Messianic Judaism or Hebrew or any of these things, then my program called Kosher Pastor is a wonderful way for you to start. It's specifically designed for Christians, and it's great for lay people and pastors. Many pastors all over the world are studying under me as I study under Rabbi Shapira. So once you go through Kosher Pastor, we suggest that you continue on and you do what I've done and study in the Yeshiva. The Kosher Pastor program will take you anywhere from several weeks to several months to complete. The Yeshiva, on the other hand, is a full 4 to 5 year discipleship program that obviously takes a little bit more of a commitment on your part. But it has changed my life and my congregation's life forever. And I think it will really be a blessing to you. So in Kosher Pastor program, you start with 7 courses. This course is now available and translated to many languages. If you speak Spanish, Italian, German, or perhaps Russian or Portuguese, this program is proven. You go from the Jewishness of the Gospels to the Jewishness of the Messiah to even a course about Apostle Paul. What do you hope that our students will get out of it? I am really praying and hoping that you get a fresh revelation of what the Bible is really all about. You see, the Bible is the story of a family, the family of Abraham, the family of Isaac, the family of Jacob. It's a Jewish story, and even when we get to the New Testament, we see that it's still a continuous Jewish story. We meet the Jewish Messiah, Jesus, or as we call him by his Hebrew name, Yeshua. I'm hoping and praying that this will continue to go out to many peoples of every tribe and tongue and nation all throughout the world, so that in these last days we can understand the proper context of the Bible. We invite you to join us. No matter what your background is, no matter who you are, you're welcome to enter in the house of Israel. This is our call for you. There is no reason not to restore yourself to the roots of your faith. So please, check out those websites in the different languages. Come and be part of the fullness of the nations in these last days. Thank you and shalom.